Ja, Pubertiere sind nicht unbedingt so mein Fall, deswegen sind es eher die kleineren geworden. Kinder sind lustig, deswegen vor allem. Wenn man denen einmal das vorrechnet, haben die das ja noch längst nicht verstanden, wie man das macht. Der Stoff war mir nicht so schwer, sonst würde ich jetzt nicht im Studium sitzen. Ja, das ist so ein Gerücht, was sich gerne hartnäckig hält und wo ich auch gerne eigentlich dagegen rede. Mich hat noch niemand als Grundschulmausi bezeichnet. Ja, und dann ist man als Lehrerin und dann ist man als Grundschulmausi. Mein Name ist Anna und ich studiere Grundschullehramt im 6. Semester auf dem Kernfach Deutsch. Ich bin Maite, ich studiere Grundschullehramt im Kernfach Evangelische Theologie. Ich bin der Benjamin Lehmann und ich studiere Lehramt für Grundschule auf Staatsexamen mit dem Kernfach Deutsch. Ich bin Michelle und ich studiere im 8. Semester Lehramt an Grundschulen und schreibe jetzt gerade mein Staatsexamen. Ich heiße Vera und ich studiere Lehramt an Grundschulen mit dem Kernfach Englisch. Ich bin Charlotte und ich studiere Lehramt an Grundschulen mit dem Kernfach Deutsch. Bist du immer voll ausgestattet mit Buntstiften, Schere, Leim und Co.? Nein, gar nicht. Also wirklich gar nicht. Ich habe tatsächlich, wenn wir im Praktikum sind, immer alles dabei. Was vor allem daran liegt, dass Kinder immer alles vergessen. Schere und Leim sind immer dabei, die Buntstifte liegen zu Hause. Ich habe immer einen Leim dabei, aber eine Schere muss ich mir noch kaufen. Also ich habe eine Schere im Federmäppchen, einen Buntstift und ein paar Textmarker. Keine Stunde ohne laminierte Arbeitsblätter, stimmt's? Ja, total. Jein. Kommt ganz drauf an, ob ich die Stunde noch mal so wiederverwenden würde. Also ich habe vor, das niemals zu tun, weil ich das ein bisschen unnötig finde und zu viel Plastik. Bei meinen Praktikas habe ich bisher eigentlich immer nur das Gegenteil eher gesehen tatsächlich. Hast du schon ein eigenes Laminiergerät? Ja, schon seit 3 Jahren. Nee, aber meine Mama hat mir es ausgeliehen und bisher steht es seit 3 Jahren bei mir. Nee, ich habe es noch nicht, aber ich bin kurz davor, mir das anzuschaffen. Ich habe noch kein eigenes Laminiergerät, das schenke ich mir selber nach dem Staatsexamen. Bastelst du auch in deiner Freizeit gerne? Ja, ich glaube, das gehört immer so ein bisschen mit dazu. Gar nicht. Ich hasse Basteln. Basteln ist sowas, jemand, der Werken macht, der wird jetzt wahrscheinlich durchdrehen. Basteln ist immer so ein böses Wort. Sachen konstruieren im Garten oder so, das mache ich ganz gerne. Ich nähe sehr gerne auch. Ich finde, das zählt auch zum Basteln dazu oder sticke Sachen. Ich male zum Beispiel gerne Bilder, bastle aber auch gerne mal irgendwie Deko für unsere WG. Ihr habt später vormittags immer recht und nachmittags frei, richtig? Gar nicht. Würde ich überhaupt nicht so sagen. Ja, das ist so ein Gerücht, was sich gerne hartnäckig hält und wo ich auch gerne eigentlich dagegen rede. Ich denke, dass man gerade am Anfang ganz, ganz viel ausprobieren will und das halt sehr aufwendig ist vorzubereiten. Verschiedene Methoden und so. Vormittags gibt es immer Widerworte und nachmittags ist eigentlich so, dass ich nur meine Ruhe brauche und dann abends nochmal neue Stunden vorbereiten muss. Natürlich hat der Lehrer, die Lehrerin manchmal recht und die Kinder vielleicht erstmal noch nicht, weil sie es nicht besser wissen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, das Ganze als einen Weg für die Kinder zu sehen, wie sie eben zu ihrer Erkenntnis über die Welt kommen. Dafür bin ich da, nicht recht zu haben, sondern den Kindern quasi die Hand zu halten, während sie auf dem Seil in die Zukunft balancieren. Braucht man eigentlich wirklich ein Studium, um Kindern das kleine Einmaleins lesen und Erdkunde beizubringen? Wow, wenn man es darauf begrenzen würde, vielleicht nicht. Aber es ist halt so viel mehr. Es kommt tatsächlich auf die Pädagogik drauf an und auf die Methode, also wie du den Kindern das beibringst. Wenn man denen einmal das vorrechnet, haben die das ja noch längst nicht verstanden, wie man das macht. Das ist meines Erachtens das Wichtigste beim Lehramt, dass man eben weiß, wie man die Gehirnstrukturen der Kinder so verändert, dass sie das eben gut verstehen. War dir der Stoff an weiterführenden Schulen zu schwer oder warum hast du dich für die Grundschule entschieden? Der Stoff war mir nicht so schwer, sonst würde ich jetzt nicht im Studium sitzen. Und ich habe auch echt lange überlegt, ob ich Gymnasiallehramt oder Grundschullehramt mache. Aber letztendlich war es die Arbeit mit Kindern, die mir einfach viel mehr Spaß macht. Ich habe mich für Grundschule entschieden, weil ich total gerne mit Kindern arbeite, schon immer. Und Teenager sind halt keine Kinder mehr. Ja, Pubertiere sind nicht unbedingt so mein Fall, deswegen sind es eher die kleineren geworden. Und ich finde es auch sehr dankbar. Die haben viel mehr Liebe, du darfst dich in die Freundebücher eintragen und so weiter. Das ist wirklich so schön. Kinder sind lustig, deswegen vor allem. Bist du immer super geduldig mit Kindern? Ja, ich bin sehr geduldig. Das fällt mir tatsächlich schwer. Ich versuch's. Aber das ist echt was man üben muss und auch üben kann. Es kommt auf die Uhrzeit drauf an. Ich würde sagen, morgens bin ich geduldiger und am Nachmittag ist es immer sehr, sehr anstrengend, habe ich schon gemerkt im Praktikum.
Bei dir ist alles akkurat sortiert und gut beschriftet, oder? Ja. Nein, gar nicht. Gar nicht, nein. Ich hole meinen College-Blog meistens sehr, sehr verknittert aus meinem Rucksack raus. Also ich habe noch kein Ordnungssystem für mich gefunden. Das ist auch was man lernen kann, aber was auch nicht so wichtig ist. Also in den wesentlichen Sachen ja, prinzipiell nein. Wieso gibt es hauptsächlich weibliche GrundschullehrerInnen? Eigentlich kann ich die Frage nicht beantworten, weil ich die Antwort darauf nicht weiß. Aber ich kenne auch männliche. Das weiß ich nicht, das frage ich mich auch. Ich glaube, das ist einerseits ein Klischee und andererseits eine Art und Weise, wie Menschen mit verschiedenen Geschlechtern erzogen werden. Ich glaube, die empathischen Fähigkeiten werden bei Männern oft nicht so gefördert wie bei Frauen. Und dadurch entsteht der Eindruck, dass Frauen da allgemein besser sind, was aber neurologisch erwiesen nicht stimmt. Ja, ich glaube, das ist das Hauptding. Und wenn Männer sich mehr trauen würden, ihre emotionale, empathische Seite auch zu leben und nicht Angst hätten, was andere dazu sagen, gäbe es, glaube ich, ein ausgewogenes 50-50-Verhältnis. Nervt es dich eigentlich, als Grundschulmausi bezeichnet zu werden? Ja, total. Ich kann das gar nicht haben. Ich habe diesen Begriff tatsächlich selber noch nie gehört und ich bin sehr froh drüber. Wurde ich noch nie, zum Glück. Und wenn ja, würde es mich sehr nerven. Mich hat noch niemand als Grundschulmausi bezeichnet. Ich wurde noch nicht so oft damit bezeichnet, aber ich lache dann eigentlich immer drüber. Und jeder, der weiß, wie mein Werdegang bisher ist, weiß, dass ich nicht die typische Grundschulmausi bin. Gibt es heute eigentlich tolle neue Lernkonzepte, die es zu deiner Schulzeit noch nicht gab? Ich hatte Glück mit meiner Lehrerin in den 90ern, die alles das, was wir lernen, was in den 90ern angeblich nicht passiert ist, gemacht hat, die super aktiv war und sich beschäftigt hat. Und wenn man so ein bisschen liest, viele Ansätze stammen eigentlich aus den 20er Jahren oder waren da zumindest schon da. Ganz, ganz viele antiautoritäre Erziehungsmaßnahmen und so weiter gab es damals schon. Und an die wird häufig angeknüpft und die werden weiterentwickelt. Na, es wird sehr viel interaktiver. Also es gibt nicht mehr nur die Arbeitsblätter, die den Kindern vorgelegt werden. Oder es gibt nicht mehr nur den Frontalunterricht. Ich würde zum Beispiel sagen, das digitale Lernen ist eigentlich ziemlich neu. Auch das selbstständige Lernen, zum Beispiel in Form von Werkstätten oder auch das selbstorganisierte Lernen. Also gerade ganz viele Bücher, die man im Unterricht einsetzen kann, die man vorlesen kann, Lernen durch Bücher, aber auch generell einfach ganz viele Materialien wie Spiele, irgendwelche Themenwände. Ich bin gerade in einer Praktikumsklasse drin, wo die kaum Frontalunterricht haben. Also alle Kinder sind immer nur an Gruppentischen und dürfen auch während dem Unterricht sich hinsetzen, wo sie wollen. Es gibt keine feste Platzzuschreibung. Und das ist zwar laut, aber es ist bewegtes und auch lautes Lernen. Und ich habe festgestellt, dass die Kinder in der Methode um einiges besser lernen und auch um einiges interessierter sind einfach am Stoff, weil sie mehr Abwechslung haben. Das war's mit dieser Folge der Sitzgelegenheit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch nicht genug habt von dem Format, findet ihr die letzte Folge mit GermanistInnen der TU Dresden oben in der Endcard und darunter findet ihr eine Folge der guten Frage. Da haben wir uns mit der Schule der Zukunft beschäftigt und waren auch hier in der Universitätsschule Dresden zu Gast.